Hallo liebe Handarbeitsfreunde, ich werde immer wieder gefragt, wie man den Wollverbrauch umrechnet, wenn man nicht die gleiche Wolle verwenden will, wie im Video oder in der Anleitung angegeben. Deshalb habe ich mir überlegt, wie man diese Umrechnung turboschnell bewerkstelligen kann. Ich erkläre euch die Berechnungen sowohl in der Theorie als auch anhand von Beispielen. Bevor ich euch das Ganze im Detail erkläre, zeige ich euch, wie turboschnell wir den Wollverbrauch anhand dieses Formulars umrechnen können. Zuerst tragen wir die 5 Werte ein, die wir brauchen. Nehmen wir an, im Video wurde eine Wolle verwendet, die 130 Meter hat, ein Knäuel hat 50 Gramm und der Gesamtverbrauch für eure Größe ist mit 800 Gramm angegeben. Die eigene Wolle hat 150 Meter und 50 Gramm. Und jetzt dividieren wir Punkt A dividiert durch Punkt B. 130 dividiert durch 50 ist gleich, das rechne ich mit dem Taschenrechner aus, 130 dividiert durch 50 ist gleich 2,6. Jetzt dividieren wir Punkt C dividiert durch Punkt D, 150 dividiert durch 50 ist gleich, das ist 3,0, das können wir im Kopf ausrechnen. Dann dividieren wir Ergebnis 1 dividiert durch Ergebnis 2, 2,6 dividiert durch 3,0 ist gleich, das rechne ich mit dem Taschenrechner aus, 2,6 dividiert durch 3 ist gleich, da kommt gerundet 0,87 heraus und diese 0,87 multiplizieren wir mit dem angegebenen Gesamtverbrauch. 0,87 mal 800 ist gleich 696, das runden wir auf 700 Gramm. Für die Umrechnung brauchen wir zuerst einige Informationen. A. Wir brauchen die Lauflänge der Originalwolle pro Knäuel. B. Wir brauchen das Gewicht der Originalwolle pro Knäuel. C. Wir brauchen die Lauflänge der eigenen Wolle pro Knäuel. D. Wir brauchen das Gewicht der eigenen Wolle pro Knäuel und E. Wir brauchen das angegebene Gesamtgewicht für eure Größe. Alle Informationen findet ihr in der Anleitung bzw. auf der Banderole eurer eigenen Wolle. Wichtig ist, dass ihr diese Informationen genau in dieser Reihenfolge aufschreibt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch dieses Formular fotografieren oder einen Bildschirmabgriff machen und es anschließend ausdrucken oder ihr schreibt es euch einfach auf einen Block. Zunächst erkläre ich euch die Vorgangsweise rein theoretisch. Hier müsst ihr einfach nur zuhören. Anschließend folgen einige Anwendungsbeispiele zum Mitschreiben und Mitrechnen und ihr werdet sehen, dass das Ganze sehr einfach ist. Wichtig ist, dass ihr genau in der gleichen Reihenfolge rechnet, wie in den Beispielen gezeigt. Im ersten Schritt dividieren wir die Lauflänge der Originalwolle durch das Gewicht der Originalwolle. Dadurch erhalten wir die Lauflänge der Originalwolle pro Gramm. Die Rechnung lautet A dividiert durch B ist gleich Lauflänge der Originalwolle pro Gramm. Im zweiten Schritt dividieren wir die Lauflänge der eigenen Wolle
durch das Gewicht der eigenen Wolle. Dadurch erhalten wir die Lauflänge der eigenen Wolle pro Gramm. Die Rechnung lautet C dividiert durch D ist gleich Lauflänge der eigenen Wolle pro Gramm. Im dritten Schritt dividieren wir die Lauflänge der Originalwolle pro Gramm durch die Lauflänge der eigenen Wolle pro Gramm. Das bedeutet, wir stellen das Verhältnis der beiden Garne fest und erhalten auf diese Weise unseren Umrechnungsfaktor. Dieser Umrechnungsfaktor ist entweder kleiner als 1 oder größer als 1. Dazu kommen wir etwas später. Im vierten Schritt multiplizieren wir den in der Anleitung angegebenen Gesamtverbrauch für eure Größe mit dem soeben errechneten Umrechnungsfaktor. Dadurch erhalten wir den benötigten Gesamtverbrauch der eigenen Wolle. Dieses Ergebnis solltet ihr immer aufrunden und niemals abrunden. Wie gesagt, der Umrechnungsfaktor ist entweder kleiner als 1 oder größer als 1. Ist der Umrechnungsfaktor kleiner als 1, braucht ihr weniger Wolle. Ist der Umrechnungsfaktor größer als 1, braucht ihr mehr Wolle. Das erkläre ich euch anhand von 2 Beispielen. Im Beispiel 1 ist der Punkt A die Lauflänge der Originalwolle 130 Meter. Punkt B, das Gewicht der Originalwolle ist 50 Gramm. Punkt C, die Lauflänge der eigenen Wolle ist 300 Meter. Punkt D, das Gewicht der eigenen Wolle ist 100 Gramm. Und E, das für eure Größe angegebene Gesamtgewicht ist 800 Gramm. Schauen wir uns also zuerst die Originalwolle an, die in der Anleitung verwendet wurde. Die Originalwolle hat 130 Meter auf 50 Gramm. Wir rechnen also 130 dividiert durch 50 ist gleich 2,6. Dann schauen wir uns die eigene Wolle an. Die hat 300 Meter auf 100 Gramm. Wir rechnen 300 dividiert durch 100 ergibt 3,0. Nun rechnen wir 2,6 dividiert durch 3,0. Das ergibt gerundet 0,87 und der Umrechnungsfaktor ist kleiner als 1. Nun rechnen wir 0,87 mal 800 ist gleich 696, ergibt aufgerundet 700 Gramm. Der Verbrauch der eigenen Wolle ist geringer, weil die eigene Wolle mehr Lauflänge hat als die Originalwolle. Deshalb ist auch der Umrechnungsfaktor kleiner als 1. Im zweiten Beispiel ist die Lauflänge der Originalwolle 160 Meter auf 50 Gramm und die Lauflänge der eigenen Wolle ist 300 Meter auf 100 Gramm. Das angegebene Gesamtgewicht für das Projekt für eure Größe ist 800 Gramm. Die Rechnung lautet also folgendermaßen: Wir schauen uns immer zuerst die Originalwolle an. Wir rechnen die 160 Meter dividiert durch 50 Gramm ist gleich 3,2. Dann schauen wir uns die eigene Wolle an. Hier ist die Rechnung 300 Meter durch 100 Gramm. Das ergibt 3,0. Jetzt rechnen wir 3,2 dividiert durch 3,0. Das ergibt gerundet 1,07
und der Umrechnungsfaktor ist größer als 1. Und dann nehmen wir den Umrechnungsfaktor, die 1,07, mal dem angegebenen Gesamtverbrauch, also mal 800, ist gleich 856. Das sind aufgerundet 900 Gramm. Der Verbrauch an eigener Wolle ist größer, weil die eigene Wolle weniger Lauflänge hat als die Originalwolle, und deshalb ist auch der Umrechnungsfaktor größer als 1. Ist im Video die benötigte Gesamtlauflänge angegeben, lautet die Rechnung folgendermaßen: die Gesamtlauflänge dividiert durch die Lauflänge der eigenen Wolle pro Knäuel multipliziert mit dem Gewicht der eigenen Wolle pro Knäuel. Das erkläre ich euch anhand der Beispiele 3 und 4. Die benötigte Gesamtlauflänge, die im Video für eure Größe angegeben ist 2300 Meter. Die Lauflänge der eigenen Wolle ist 140 Meter auf 50 Gramm. Die Rechnung lautet 2300 dividiert durch 140 mal 50 ist gleich 821,43 Gramm. Das ergibt aufgerundet 850 Gramm. Im Beispiel 4 ist die benötigte Gesamtlauflänge 2300 Meter. Die Lauflänge der eigenen Wolle ist 300 Meter auf 100 Gramm. Die Rechnung lautet 2300 dividiert durch 300 mal 100. Das ergibt 766,66 Gramm und aufgerundet ergibt das 800 Gramm der eigenen Wolle. Machen wir noch einen kleinen Exkurs zu Bobbelgarnen. Die handelsüblichen Richtwerte bei Bobbelgarnen sind folgendermaßen: ein dreifädiger Bobbel hat 5 Meter pro Gramm, das bedeutet 200 Gramm sind 1000 Meter. Ein vierfädiger Bobbel hat üblicherweise 4 Meter pro Gramm, das bedeutet 200 Gramm sind 800 Meter. Wenn ihr also zum Beispiel statt eines vierfädigen Bobbels einen dreifädigen Bobbel verwenden wollt, solltet ihr 25% mehr Lauflänge einkalkulieren. Diese Richtwerte können je nach Hersteller ein bisschen abweichen. Ihr müsst also immer die Angaben des Herstellers beachten. Achtung! Diverse unbekannte Faktoren können den Wollverbrauch erhöhen. Zum Beispiel eine andere Nadelstärke, ob ihr fest oder locker häkelt oder strickt, und auch die Oberflächenstruktur der Wolle spielt eine Rolle. Die Wolle kann glatt sein, rau, flauschig, bauschig, voluminös, verzwirnt, gefacht und so weiter. Eine dünnere Häkelnadel bei gleicher Größe bedeutet mehr Wolle. Eine dickere Häkelnadel bei gleicher Größe bedeutet weniger Wolle. Eine dünnere Häkelnadel bei gleichen Maschen und Reihenzahlen bedeutet weniger Wolle. Eine dickere Häkelnadel bei gleichen Maschen und Reihenzahlen bedeutet mehr Wolle. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen und bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Eure Karin aus dem Ländle.